Morning! Guten Morgen! Até a Alina está falando inglês e não português. Talvez eu tenha que ensinar em português e ela vai traduzir para inglês. Alina spricht in Englisch. Vielleicht muss ich in Portugiesisch unterrichten und sie übersetzt ins Englische. I think I'll stay with English. Ich denke, ich bleibe bei Englisch. So, look what happened at the cross. Schau, was am Kreuz geschah. A complete and radical exchange. Ein vollkommener und radikaler Tausch. We have been creatures of God, but now we are children. Wir waren Gottes Kreaturen, aber jetzt sind wir Kinder. And through the cross, we have become children. Durch das Kreuz wurden wir Kinder. So I'm going to show you some exchanges that are vital. Ich zeige dir einige Austausche, die entscheidend sind. You know, I remember one day, Ich erinnere mich an einen Tag. we were at a church meeting here in São Paulo. Wir waren an einem Gemeindetreffen in São Paulo And I was sharing with the people about we must not bargain with God. und ich teilte mit den Leuten den Gedanken, dass wir mit Gott nicht verhandeln dürfen. And I said something like this. Und ich sagte Folgendes. You know, in Portuguese, I said, o câmbio já fechou. It means like the exchange place has already closed. So I kept saying this, the exchange place is closed. Auf Portugiesisch heißt es O cambio já fechou, was so viel bedeutet wie die Wechselstube ist bereits geschlossen. Ich sagte dies immer wieder. Die Wechselstube ist geschlossen. Don't even try to bargain with God. God will not respond. Versuche nicht einmal mit Gott zu verhandeln. Gott wird nicht antworten. So after the meeting, we were driving home and it was very late. It was like midnight. Nach dem Treffen fuhren wir nach Hause und es war sehr spät, ungefähr Mitternacht. And Mama was not with us Und Mama war nicht mit uns. because she was traveling somewhere else. Sie war irgendwo anders unterwegs. And Clayton said, Dad, Und Clayton sagte, Papa, can we drive through this restaurant that he likes so much? It's kind of a fast food place. können wir zum Restaurant fahren, zum Schnellimbiss, was ich so gerne mag? And they have something that he loves. It's called coxinhas. Sie haben etwas, was liebt. Es heißt coxinhas. I don't know how to describe this. It's a really good Brazilian kind of snack. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein guter brasilianischer Snack. So here's what happens. Folgendes passierte. I said to him, listen, don't tell Mom and I will go and take you some. Ich sagte zu ihm, sage Mama nichts, ich werde dir ein paar coxinhas holen. Do we have secrets from Mom? Haben wir Geheimnisse vor Mama? Sure. Sicher. If I let the teenage boy eat at midnight, Wenn ich meinen Teenager um Mitternacht essen lasse, everybody knows it's not healthy. jeder weiß, dass es nicht gesund ist, So we don't want to upset Mom. so wollen wir Mama nicht verärgern. So we love Mom enough to keep these things secrets from her. Wir lieben Mama genug, um diese Dinge vor ihr geheim zu halten. You know, if we would do that every day, we wouldn't keep it secret. Wenn wir dies jeden Tag machen würden, würden wir es nicht geheim halten. But once in a while, Mom doesn't mind. Ab und zu hat Mama nichts dagegen. So we drove through this place Wir fuhren zu diesem Ort and we ordered 10 for him and 10 for me. und wir bestellten 10 für ihn und 10 für mich. I ordered the chicken ones Ich bestellte die mit Huhn and they have a spicy sausage. und Clayton die mit scharfer Wurst. You know, calabresa. Coxinha de calabresa. So good. Das ist so gut. He likes them. Und liebt diese. So he got 10 and I got 10 chicken. Er bekam 10 und ich nahm 10 mit Huhn. So we drove out through the drive-thru of the restaurant Wir fuhren aus dem Drive-Thru dieses Restaurants weg and I said, Clayton, do me a favor, please. und ich sagte, Clayton, machst du mir bitte einen Gefallen? I said, exchange 2 of yours for 2 of mine. Tausche 2 von deinen mit 2 von meinen. He immediately said, Sofort sagte er, sorry, Dad. es tut mir leid, Papa. The exchange place already closed. Die Wechselstube ist bereits geschlossen. There are no more exchange, Dad. Es gibt keinen Austausch mehr. Sorry. Papa, es tut mir leid. I said, Clayton, this is not the cross. This is the car and it's a father and a son. Ich sagte, Clayton, das ist nicht das Kreuz, das ist das Auto und das sind Papa und der Sohn. But think about this. Aber denk darüber nach. We always try to get this bargaining attitude with God. Wir versuchen immer diese
Verhandlungshaltung mit Gott zu haben. That's why we experience so little of what happened at the cross. Deswegen erleben wir so wenig davon, was am Kreuz geschah. There is nothing that you have that God needs. Es gibt nichts, was du hast, was Gott braucht. Secondly, God doesn't need to be convinced to bless you. Zweitens muss Gott nicht davon überzeugt werden, dich zu segnen. You need to be convinced that you are blessed in Christ. Du musst überzeugt werden, dass du in Christus gesegnet bist. So once you understand that there is no more exchange, it all already happened. Wenn du begreifst, dass es keinen Tausch mehr gibt, weil es schon stattgefunden hat, Do you know what that means? weißt du, was das bedeutet? You now have to figure out how you can make it yours. Du musst jetzt herausfinden, wie du es zu deinem machen kannst. And it's called appropriating faith. Und das nennt sich nehmender Glaube. And I've talked so much about this. Ich habe so viel darüber gesprochen. Stop asking. Höre auf zu bitten. Say thank you. Sage Danke. Believe it in your heart. Glaube es in deinem Herzen Act upon it. und handle dementsprechend. And every time you do this, you will experience this. Und jedes Mal, wenn du das machst, wirst du dies erleben. I'm going to show you some of the exchanges of the cross, Ich zeige dir einige der Austausche am Kreuz and the rest you can learn yourself. und der Rest kannst du selber lernen. But remember, every change on the cross will never be yours Denk daran, jeder Tausch am Kreuz wird nie dir gehören, unless you appropriate it by faith. es sei denn, dass du ihn im Glauben nimmst. And this is one of the huge sadnesses. Das ist eine große Traurigkeit, We keep waiting for God to do what God already did. dass wir darauf warten, dass Gott das tut, was er bereits getan hat. And God keeps waiting for us to grab hold of what He already did. Und Gott wartet darauf, dass wir von dem Besitz ergreifen, was er bereits getan hat. If the cross brought the exchange, grab it. Wenn das Kreuz den Tausch gebracht hat, greif zu. Let's talk about this tomorrow. Lass uns morgen darüber sprechen.